Und wir machen eine kleine Pause. Wir bauen kurz um, beziehungsweise nein, wir machen keine kleine Pause, sondern wir nehmen den Carsten von Shiftphone noch mit. Wolfgang, du bleibst noch kurz da. Okay. Wir begrüßen gemeinsam den Carsten. Den kennst du, glaube ich, auch. Ja, den kenne ich auch. Carsten. Den kenn ich. Also, sorry, ich hatte mit einer Pause gerechnet, aber wir empfangen Carsten Waldeck von Shiftphone. Carsten, kannst du uns hören? Ich sehe dich auch. Ja, hallo. Ich kann euch hören. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt auch hören. Sehr Ja. schön. Lieber Carsten, Wolfgang kennst du, Martin kennst du, der wartet schon, der wird die Session nachher mit moderieren. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Es Hallo. gibt da auch einige Connections mit anderen Sprechern. Gestern war Helmut Spoh dabei. Wir haben heute Abend den Nirav von Framework. Also Circular Economy ist ein heißes Thema und ich sage mal, ihr habt eine ganz, ganz gute Idee für Telefone, für Smartphones, die nicht unbedingt aus Holland kommen könnten, sondern auch wegen mir, ich sag mal, aus Deutschland kommen. Euer Produkt ist Shiftphone, ja, und wir würden gerne ein bisschen was hören. Hast du eine Präsentation für uns dabei? Ja, das habe ich. Sehr schön. Ich gucke mal, ob ich hier den Bildschirm teilen kann. Bildschirm freigeben. Desktop freigeben. So, dann gucken wir mal. Ich gehe Sieht davon gut aus, aus. ihr könnt das Sehr gut. Shift-Logo sehen. Ja. Sehr schön. Carsten, deine Bühne. Ja, ich will euch so ein bisschen mit reinnehmen. Viele kennen ja Shift schon mittlerweile. Deswegen gehe ich auch so ein bisschen mehr in die Zukunft gleich noch. Aber für die, die uns noch nicht so kennen, auf dem Bild seht ihr so ein bisschen die Gegend, aus der wir kommen. Das ist die Mitte von Deutschland, Nordhessen, Hessisch-Sibirien, sagt man auch manchmal. Eine Gegend, wo wir auch aufgewachsen sind, die wir auch sehr lieben. Sehr zentral gelegen, aber eben noch ganz viel Gegend und Grün und Platz, was ist, was uns auch sehr wichtig ist und was wir lieben und auch beschützen wollen und was uns sehr wertvoll ist. Ich zeige uns gerade mal von der anderen Seite, weil mein Bruder auch noch hier mit im Team ist. Der ist jetzt ja gerade nicht dabei, deswegen nur, dass man den auch nochmal gesehen hat, der Samuel und ich, wir haben das gestartet. Unser Vater ist auch noch mit dabei, der ist schon Rentner, aber der unterstützt seine Söhne nach bestem Wissen und Gewissen. Und es macht ihm auch richtig Spaß. Das ist unser Campus von oben, also eigentlich mehr grün als alles andere. Das sind alles alte Fachwerkhäuser. Wir haben nichts neu gebaut, sondern wir haben einfach bestehende Struktur genommen und kümmern uns darum liebevoll. Auch Fachwerkhäuser sind sehr modular, also es passt auch zu unserem Thema Modularität, Reparierbarkeit und so weiter. Bestehen hauptsächlich aus Eichen, Holz und Lehm. Ganz tolle Materialien. Und wofür man uns halt kennt, ist das Shiftphone. Das ist das, was jetzt schon so ein bisschen, also ein paar Jahre gibt es uns jetzt ja schon auch. Und wofür wir bekannt sind. Aber es gibt tatsächlich noch einige andere Dinge, die wir tun. Und auf die will ich auch noch ein bisschen zu sprechen kommen. Aber nur für die, die das Shiftphone noch nicht so kennen. Was wir eigentlich machen, ist das hier. Man denkt zwar, wir sind Smartphone-Hersteller, aber eigentlich ist unser Hauptziel, dass wir so viel Gutes tun wollen, wie wir können und so wenig Schaden wie möglich anrichten auf diesem Weg. Das ist unser Hauptziel, an dem wir alles messen, jede Entscheidung, die wir treffen, alles wird daran ausgerichtet. Wir fragen uns, können wir mehr Gutes tun oder können wir weniger Schaden anrichten? Und so treffen wir quasi unsere Entscheidungen. Das hat uns dahin geführt, dass wir ein bisschen anders sind als die meisten anderen Smartphone-Hersteller auf der Welt. Auch vielleicht manche aus Holland. Kann ich noch mal drauf zu sprechen kommen gleich. Aber ansonsten verbindet uns natürlich auch sehr, sehr viel mit ganz vielen aus der Nachhaltigkeitsszene und auch Circular Economy oder Purpose Economy und so weiter. Da kommen wir jetzt mal drauf zu sprechen. Also wenn wir alles in einem Wort zusammenfassen müssten, was wir tun, würden wir das Wort Wertschätzung wählen. Weil darum geht es uns eigentlich. Wir wollen mit dem, was wir machen, Wertschätzung ausdrücken, zurückgeben, dem Planeten gegenüber, anderen Dingen gegenüber und auf die Themen gehe ich mal gerade so ganz kurz ein. Gut, das ist nochmal Regeln des guten Designs von Dieter Rams. Das sind Sachen, die finden wir auch richtig gut. Also dieser Mensch hat auch, also gerade so Sachen, Dinge sind ehrlich, langlebig, konsequent, umweltfreundlich, unaufdringlich, so wenig Design wie möglich. Ja, der hat sich schon ein bisschen beschäftigt mit dem Thema und wir sind auch so ein bisschen unterwegs, eher minimalistisch, aber eben sehr modular reparierbar. Und das ist eben auch die Wertschätzung im Bereich zu unserem Kunden, aber auch im Bereich zum Planeten, Elektroschrottvermeidung.
dass wir quasi das modularste Smartphone der Welt konzipiert haben. Warum sagen wir das modularste Smartphone der Welt? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig an oder so. Wir haben einfach ganz, ganz viele Module. Das heißt, wir sind sehr fein granular modular und haben nicht nur 3 oder 4 Module da drin, sondern man kann wirklich bis runter zu jedem kleinsten Bauteil hin die Dinge tauschen und Module wechseln. Die sind auch größer gruppiert, aber auch untergruppiert, sodass man auch die Module wieder auseinandernehmen kann. Und deswegen ist es quasi das Modularste, was es so zurzeit auf dem Markt gibt. Hier sieht man mal so die wichtigsten Hauptmodule, aber es sind noch wesentlich mehr. Also es sind über 30 Module letztendlich, die man da auseinandernehmen kann. Und das ist so ein bisschen designt nach Reparaturstatistik, also was am ehesten kaputt geht oder was am schnellsten gewechselt werden muss, am häufigsten gewechselt werden muss. Das muss auch am schnellsten zu wechseln sein. Und so hat sich das quasi entwickelt über die verschiedenen Generationen. Wir haben ja schon über 10 Modelle auf den Markt gebracht bisher. Ich weiß nicht, ob man das bisher so wusste. Genau, jetzt derzeit sind 6MQ und 5ME so die Modelle, aber wir sind natürlich auch an neuen Sachen dran. Da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Wertschätzung unserem Team gegenüber. Wir haben ein Team hier in Deutschland und auch in Europa, also auch ein bisschen weltweit verteilt, aber eben auch unserem Team von unserer Fertigung in China. Da fragt man sich vielleicht, warum überhaupt produziert ihr in China? Geht das denn nicht auch in Deutschland? Ja, das würde genauso auch in Deutschland gehen. Wäre sogar günstiger vielleicht. Wir machen das nicht wegen des Preises oder wegen des Geldes, sondern weil wir den Planeten schützen wollen. Und wir haben wesentlich weniger CO2-Footprint, wenn wir die Dinge dort, wo die meisten Einzelteile herkommen, in eine möglichst kompakte, robuste Form bringen. Das ist quasi der Hauptgrund, warum wir uns dafür entschieden haben, das so zu machen und haben dann unsere Idee einer fairen Fertigung nach China gebracht. Das heißt, die Arbeitsbedingungen dort sind genau die gleichen Arbeitsbedingungen, die wir hier in Deutschland auch unseren Mitarbeitern gegeben hätten. Das ist ein langes Thema, da kann man ganz, ganz lange drüber reden, kann ich in Q&A vielleicht noch mehr drauf eingehen. Aber nur, dass man es verstanden hat, wir machen das nicht, um Geld zu sparen oder weil wir denken, irgendwie, das muss jetzt in China gemacht werden, sondern weil wir das ganz ernst nehmen mit dem CO2 und da können wir richtig, richtig viel CO2 einsparen, indem wir das so machen. Wo die Teile herkommen, das ist quasi die Lieferkette oder wir sagen auch die Wertschöpfungskette oder auch Kreisläufe möglichst. Die können wir bis Tier 3, wenn man jetzt mal von der Hierarchie ausgeht, also 3 Stufen weit schon komplett transparent machen, manche Bereiche auch weiter und sind da auch immer weiter dran. Ist ein Riesenthema auch, wie gesagt, und wir als kleiner Hersteller haben natürlich da weniger Impact, sage ich mal, als ein großer, der viel mehr Materialien braucht. Kann ich auch im Q&A nochmal drauf eingehen, wenn ihr wollt. Aber nur, dass man es mal gehört hat, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was man als ein Hersteller, der nachhaltig und möglichst fair produzieren will, eben mit beachten muss und sollte. Das nehmen wir ganz ernst, in dem Sinne, dass wir quasi unsere komplette Hauptplatine natürlich untersuchen. Da hat auch der Dr. Spoh ein bisschen was mit zu tun und noch ein paar andere, dass wir quasi schauen, was ist wirklich auch in Komponenten drin, von dem, was vielleicht auch manche Hersteller der Komponenten vielleicht noch nicht mal genau wissen, dass man da quasi mit einer Neutronenaktivierungsanalyse arbeitet, um wirklich auch Dinge, die man so normal gar nicht mehr wahrnehmen kann, auf atomarer Ebene eben rausfinden kann, um das sehr genau zu untersuchen und zu optimieren. Genau, dann aber auch natürlich, also wenn man von Lieferkette redet, gibt es verschiedene Strategien. Das eine ist quasi die Lieferkette transparent machen und zu schauen, dass dort, soweit man gucken kann, eben nichts Blödes passiert und das möglichst gerecht und fair abläuft. Das andere ist, dass man die Lieferkette umarmen kann, so nennen wir das. Das heißt, wir gehen auf die andere Seite der Lieferkette, also genau da, wo die Ressourcen hätten ankommen sollen. Also nehmen wir mal an, die Lieferkette wäre komplett transparent und super fair, wo dann das Geld angekommen wäre, wenn alles möglichst gut gelaufen wäre. Ja, das ist quasi das Konzept. Und dort warten wir aber nicht, bis wir die Lieferkette komplett transparent haben, sondern wir gehen direkt auf die andere Seite und tun dort mehr Gutes, als wir auf der anderen Seite dem System entnehmen an Ressourcen, dass wir quasi Geld, also Materialgegenwert, den wir rausnehmen, Gutes tun auf der anderen Seite. Das ist der eine Teil. Und was man auch machen kann, ist vielleicht auch interessant für den einen oder anderen, ist hier ein Konzept, was wir zum Beispiel mit Closing the Loop machen. Das ist, dass man mehr Elektroschrott von der Welt entfernt und recycelt
und damit mehr Materialien wiederherstellt, als man selbst verbraucht. Das heißt, man ist dann Elektroschrott neutral oder positiv dann bestenfalls. Und wir sind halt als Schiff mehrfach Elektroschrott positiv, weil wir eben mehrere Strategien parallel fahren und auch hier quasi unsere neuen Phones mit Closing the Loop schon quasi Elektroschrott neutral bringen und auch dann noch mehr weiteres machen. Also wir versuchen quasi zu gucken, was kann man alles tun und wo können wir immer besser werden. Und das geht bei uns deswegen ganz gut, weil wir keine Investoren haben und niemanden, der sagt, hier Leute, so und so viel Review wollen wir jetzt hier aber abgreifen, sondern wirklich 100%, also alle Gewinne, die wir erwirtschaften als Schiff, gehen zu 100% in Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Das heißt, nicht ein Cent wird von irgendeiner Privatperson, einem Investor oder einem Geldgeber oder so abgegriffen, sondern alles zu 100% kann genutzt werden und wird eben auch genutzt, so möglichst so effizient, wie wir es irgendwie können, zur bestimmten Zeit. Also das ist quasi das Konzept von Shift. Wertschätzung im Bereich Kundenbeziehung, wie sieht sowas dann dem Kunden gegenüber aus, außer dass er das Gerät natürlich reparieren darf, also Right to Repair. Hatten wir eben schon kurz drüber gesprochen. Also die Garantie geht nicht verloren, auch wenn ich das Gerät öffne. Ich darf es öffnen. Ich werde dazu ermutigt, es zu öffnen. Es gibt Videotutorials, die das sehr genau erklären. Das heißt, ich muss auch gar nicht Angst haben, dass ich was kaputt mache, weil das mir gut erklärt wird. Auch ich brauche erstmal gar keine Werkzeuge, um die wichtigsten Sachen zu tauschen, also Batterie, Multisim, also wir haben mehrere SIM-Slots drin und auch Memory Extension, also wir haben MicroSD-Karte drin zum Beispiel und so. Dafür braucht man natürlich kein Werkzeug. Und wenn man dann tatsächlich Werkzeug braucht, und das machen wir bewusst, also wir benutzen einen Schraubenzieher, der liegt aber in der Kiste schon drin. Von daher ist das kein großes Problem. Aber wir wollen, dass die Leute sich ein Video angeschaut haben, bevor sie anfangen, das Gehäuse komplett zu öffnen. Man braucht die Schrauben auch nicht. Also ich kann das nachher mal zeigen, wenn ihr wollt. Ich kann euch das Gerät einfach mal öffnen. Ich habe nie Schrauben drin in meinem Gerät, schon seit es das Gerät gibt. Und die Schrauben werden nicht wirklich gebraucht. Die geben ein bisschen mehr Stabilität und vielleicht gegen Spritzwasser schützt es noch ein bisschen mehr, wenn die Schrauben angezogen sind. Ansonsten ist es eher, dass die Leute wissen, okay, ab jetzt beginne ich in ein Gebiet vorzugehen, wo ich mich erkundigen soll und ich nicht einfach da rumtatsche. Auch wegen der Nachhaltigkeit, dass nicht beim Reparieren vielleicht was kaputt geht. Das ist eben auch sehr wichtig. Genau, und dann geht es quasi darum, dass es designt ist nach Reparaturstatistik. Also alles, was schnell kaputt geht, muss auch wirklich leicht zu wechseln sein. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Wir haben gemerkt, man kann noch extrem viel mehr tun, wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt, dass sie ihr Gerät jederzeit zurückgeben dürfen oder upgraden dürfen. Das heißt, wir haben eine Lifetime Upgrade Warranty auf dem Gerät. Das heißt, man darf jederzeit jedes Schiffsprodukt zu uns zurückbringen und wir kaufen es zurück zum Realwert. Das heißt, nicht nur so eine Abwrackprämie und du kriegst ein bisschen was angerechnet oder so, sondern der wirkliche, echte Realwert des Gerätes kriegt man bei uns zurück. Der wird angerechnet aufs nächste Gerät oder man kann ihn auch ausgezahlt bekommen, wenn man will, sodass man jederzeit, also nie auf dem Gerät sitzen muss oder sagt, vielleicht will ich jetzt doch lieber was anderes, sondern man immer sicher ist, es ist in die Zukunft sicher investiert und ich kann auch jederzeit mein Geld zurückbekommen, natürlich dann mit einer gewissen Abnutzungspauschale, wenn man es dann, je nachdem, wie man es genutzt hat, weil das ist uns auch mega wichtig. Man soll das Gerät besitzen, wir wollen es nicht verleihen, weil die Leute dann mehr Verantwortung haben. Also dieses gehört mir nicht, ich kriege ja eh dann ein neues oder so. Das hilft der Nachhaltigkeit und Elektroschrotterzeugung oder Vermeidung nicht sehr, haben wir gemerkt. Und deswegen haben wir gesagt, nein, das wollen wir nicht. Besitz oder ich habe Verantwortung dafür und ich merke es auch im Geldbeutel. Also wenn ich das Gerät gut gepflegt habe, kriege ich halt wesentlich mehr Geld, vielleicht sogar doppelt so viel, wenn ich es einfach gut gepflegt habe. Und das ist auch wichtig, dass man das einfach auch weiß. Das ist ja auch unfair. Leute pflegen es vielleicht gut, ja, und kriegen dann genauso viel wie jemand, der das Ding irgendwie ständig hat runterfallen lassen oder den Bumper nicht drum macht und so weiter. Und das ist dann eben, so wird alles mit einbezogen und eingerechnet. Und selbst wenn das Gerät komplett kaputt ist, also wenn gar nichts mehr geht und quasi der Gegenwert auf Null sinken würde, kriegt man mindestens noch 22 € nur für die Materialien. Also wenn keine Komponente mehr funktioniert und das Gerät auf Nullwert wäre, kriegt man mindestens 22 €, weil wir die Geräte maximal gut recyceln wollen und wir wollen jedes Shift-Phone zurückhaben.
Das heißt, am Ende des Lebens werden wir jedes Shift-Phone zurückkaufen. Es gibt bis jetzt erst 2 Shift-Phones, von denen wir wissen, die wir nicht mehr zurückbekommen werden. Das eine war eine ältere Dame in Österreich, die hat unser Upgrade-Programm nicht verstanden und hat aus Versehen das Gerät in eine Box geschmissen. Und noch eine weitere Person. Aber das sind wirklich die einzigen 2 Geräte, die uns in den ganzen Jahren verloren gegangen sind. Alle anderen sind noch im Umlauf oder sind zu uns zurückgekommen und werden weiter genutzt. Also es wird wirklich alles wieder benutzt. Bis zur letzten kleinen Schraube benutzen wir hier alles weiter. Das ist so ein Überblick vielleicht. Also wir haben ganz normal 2 Jahre Garantie, so normale Garantie, aber wir sind natürlich auch kulant. Wenn irgendwas für Sachen sind wir lieber kulant als nicht. 5 Jahre plus ist die Repair-Garantie. Also ich weiß, mindestens 5 Jahre wird das Gerät voll supported. Ich kriege Ersatzteile und so weiter. Auch nach den 5 Jahren kann ich es noch wechseln und tauschen und upgraden, weil das ist Lifetime. Also ich kann wirklich jederzeit das Gerät uns zurückgeben oder upgraden und bekomme den Gegenwert zurück. Und das haben wir gemerkt, ist total wichtig für die Nachhaltigkeit, weil man dann auch ruhig mal Geräte upgraden darf, ohne dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, weil man dann damit anderen Menschen ermöglicht, ein nachhaltiges, reparierbares Gerät zu kaufen, auch wenn man vielleicht sich das nicht leisten kann oder zu wenig Geld hätte. Von daher haben wir dann Geräte, die kosten weniger als 100 € und sind richtig gute, reparierbare Smartphones, die noch viele Jahre ihren Dienst tun. Und das ist natürlich nochmal ein richtiger Boost für Nachhaltigkeit und diese ganze Geschichte. Okay, dann fragt man sich, okay, das muss dann ziemlich teuer sein. Manche denken das, Nachhaltigkeit muss total teuer sein. Es ist aber tatsächlich nicht so. Also ein neues Gerät, Shift 5 ME zum Beispiel, unser Einsteigergerät, das neueste, das kostet gerade mal 333 € plus Gerätepfand. Und dafür hat man dann ein Neugerät. Und wie gesagt, für unter 100 € gibt es auch schon Gebrauchtgeräte. Die sind allerdings hauptsächlich bei uns hier in der Gegend regional verfügbar, weil wir noch nicht genügend Geräte zurückbekommen. Und die sind immer vergriffen. Und wir haben eine Warteliste für diese Second-Life-Geräte. Hier sieht man mal so ein bisschen unsere Cycles. Ist vielleicht auch ganz interessant. Ihr könnt euch auch einen Screenshot davon machen. Das sind 13 Cycles, wo wir gemerkt haben, die sind einfach mega wichtig für uns. Und das dauert vielleicht ein bisschen lange. Ich will es nicht zu lange machen, weil ich noch so viele spannende andere Themen habe. Ich kann nachher auf die Folie nochmal zurückkommen, wenn ihr da Fragen habt. Aber macht mal einen Screenshot, guckt es euch mal an. Das Wichtigste ist für uns Rethink. Das heißt, dass wir, wenn wir einen Produktzyklus abgeschlossen haben, uns alles anschauen, schauen, wie war das Produkt, was haben wir für Rückmeldungen bekommen. Deswegen ist total wichtig, dass wir auch dieses Reply bekommen, das hier gar nicht steht. Also diese Rückmeldung von den Menschen, die Geschichten, was wünscht ihr euch, was ist euch wichtig? Und wir machen quasi alles, was wir tun, mit den Menschen zusammen. Angefangen hat das Ganze damit, dass wir Geräte gebaut haben, die wir selber haben wollten. Also das, was wir selber haben wollen, das bauen wir auch immer bei den Neugeräten, aber natürlich hören wir dann, wenn die Geräte auf dem Markt sind, auf die Kunden, was wünscht ihr euch, was können wir verbessern und machen jedes Mal einen ziemlich tiefen Rethink-Prozess und das merkt man auch bei unseren Gerätegenerationen, die haben immer einen ziemlichen Quantensprung, wenn dann was Neues kommt. Deswegen machen wir das auch nicht so oft. Genau, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ansonsten ist das Wichtigste der Reuse-Cycle, also die 5 hier auf dem Bild, also unten steht ja Use und dann ist der Reuse-Cycle, ist der kleinste Cycle und den versuchen wir auch maximal zu fahren. Habt ihr schon gemerkt, ne? Also die Geräte kommen zu uns zurück, werden wiederverwendet, die werden quasi nie obsolet, dass sie in eine Sammelbox kommen oder sowas, sondern wir kaufen sie zurück, dass es auch unser Eigentum ist, weil nur dann dürfen wir die Geräte auch weiterverwenden, weil sie quasi nie Eigentum verloren haben. Ansonsten hat man einen riesen krassen Prozess an, um wieder was in den Verkehr zu bringen von obsoleten Geräten. Das funktioniert so in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern nicht, auch aus gewissen Gründen. Deswegen das Beste ist, das zurückzukaufen. Und wenn wir es zurückbekommen, kommt es immer mit einer Geschichte. Das heißt, wir wissen ganz genau, was hat der Kunde vielleicht für ein Problem damit gehabt, warum gibt es jetzt zurück? Will er nur was Neueres und ihm ist das jetzt irgendwie, ja, will eine neue Generation oder hat er damit irgendein Problem gehabt, ist irgendwas kaputt gegangen, was repariert werden soll und so weiter. Genau, aber damit hört es nicht auf. Wir machen nicht nur Smartphones. Wir hatten gestern, habe ich irgendwie gehört, das sind die mit den kleinen Screens, aber es gibt ja auch noch Framework mit den großen Screens. Es gibt auch Shift mit den großen Screens, falls man es vielleicht noch nicht gehört hat. Das ist hier das 13MI, was man sieht. Komplett voll modular auch, kann man genauso auseinandernehmen wie ein Shift-Phone. Ich erzähle jetzt mal nicht ganz so viel, weil wir schon ein bisschen mehr Zeit. Ich habe noch etwas mehr als 2 Minuten, aber wir wollen ja noch so ein bisschen Rückmeldungszeit haben. Das ist mir mega wichtig für euch.
Ein Detachable Notebook, was man abnehmen kann mit einem drucksensitiven Stift. Und es ist jetzt schon angekündigt, also man kann, das Außen ist ein Bumper wieder wie bei unseren Phones, genau gleiche Architektur, alles passt zusammen, grafisch, optisch, selben Bumperfarben, die man wählen kann und so weiter, wie die Phones auch, gleichen Oberflächen. Also wenn man es auf den Tisch legt, sieht das wunderschön aus, wie alles zusammenpasst. Aber was uns wichtig ist, ich gehe gerade nochmal darauf zurück, dass man ein sehr schönes Tablet hat, aber eben auch möglichst universelles Gerät. Das Ganze hat einen Tiger Lake-Prozessor, hat richtig Wumms, also ist eher ein High-End-Gerät, ist sehr, sehr schnell, also sowas wie so ein Microsoft Surface, die besten Pro-Varianten, so in der Region sind wir da so mit dem Gerät. Genau, und das kommt jetzt demnächst auf den Markt. Vorbestellungen kann man schon tun und wird demnächst ausgeliefert. Zur Tastatur vielleicht noch. Die Tastatur ist voll touchfähig. Das heißt, ich habe nicht nur einen 10-Finger-Multitouch-Screen und Stift, sondern auch noch eine Tastatur, die 10-Finger-Multitouch über die komplette Fläche ermöglicht. Das heißt, ich brauche gar kein Trackpad mehr. Ich kann direkt auf den Tasten tippen, also mechanische Tasten, ne? Kein Screen oder sowas, sondern richtig schöne mechanische Tasten mit LED-Hintergrundbeleuchtung, die gleichzeitig eine 10-Finger-Multitouch-Fläche sind und ich kann damit scrollen, swipen, pinchen und alles, was ich so gewohnt bin von Trackpads, aber eben direkt auf den Tasten, ohne die Hand von den Tasten zu bewegen. Also wer das mal ausprobiert hat, fragt sich, warum man es nicht schon immer so gemacht hat. Das ist richtig, richtig cool. Ich glaube, das wird euch begeistern, wenn ihr das irgendwann mal in der Hand gehabt habt. Warum machen wir das? Wir sind auf dem Weg zum nächsten Schritt. Und dafür will ich die letzten paar Sekunden für nutzen. Wir nennen das Ganze Universal Computing. Ihr habt vielleicht schon davon gehört, wir haben öfter schon mal geredet, das gibt schon seit ein paar Jahren das Konzept von uns, aber wir sind tatsächlich bald so weit, dass es das Licht der Welt erblickt und dafür müssen wir halt die ganzen anderen Schritte machen, damit wir eben auch die ganze Experience haben, wie baut man diese Hardware, die Gehäuse und so weiter, weil wir im Prinzip jede Experience damit erlebbar machen wollen. Und der Kern ist, das Phone ist das Rechengerät. Alles andere, was ihr hier seht, sind nur noch Experience Devices. Das heißt, das Tablet ist kein Tablet, sondern nur ein interaktiver Screen. Der fühlt sich exakt an wie ein Tablet, aber rechnen tut mein Phone, was entweder auf dem Tisch liegt oder in der Tasche oder keine Ahnung was. Und das geht quasi mit allen Experiences, egal ob große Screens, ob Walls, ob Glasses, Mixed Reality und so weiter. Für all das haben wir schon Ideen und Konzepte und wird es von Shift in der nächsten Zeit geben. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, den ich unbedingt noch sagen will, ist das hier. Wir ticken ja so ein bisschen anders und wir haben ja nicht so große Vertriebspartner, uns gibt es nicht beim Mediamarkt, uns gibt es nicht in großen Handelsketten. Wir machen alles direkt. Und auch das hier machen wir direkt. Wir nennen das Shifter-Netzwerk. Jeder, der ein Shift-Phone besitzt, kann zum Shifter werden. Das ist ein einziger Klick, den man machen muss. Dann ist man ein Shifter und wird hier auf der Karte gefunden, wenn man will, und zwar nicht seine Adresse. Ich habe keine Kontaktdaten, sondern ich sehe nur Punkte von Lieblingsorten von Menschen. Das heißt, Menschen können sagen, hier ist ein Lieblingsort und da bin ich bereit, mich mit Menschen zu treffen. Was bringt das für die Leute? Die gehen auf unsere Webseite, gucken auf der Karte, wo ist hier ein 6MQ um mich rum, was ich erleben kann. Das sind hier noch ein paar wenig Punkte. Das ist noch die Beta-Version. Wir haben ja Tausende von Kunden in Deutschland, das heißt Hunderte in jeder Stadt. Und jeder kann ein Anlaufpunkt werden, wo man ein Shift-Phone erleben kann und schon nicht nur als Phone erlebt, sondern ein Nutzer, der das schon eine Zeit lang in der Hand gehabt hat. Und wir wollen die Menschen miteinander verbinden. Wenn man anderen Leuten ein Phone zeigt, kann man sich Shift-Coins verdienen. Wir haben auch eine eigene Währung. Die kann man in Bäume wandeln, Bäume pflanzen, wandeln und in andere Dinge. Und so wollen wir auch die Menschen mit einbeziehen, um zu skalieren. Und dann kommt auch unser Europa-Lounge, wo wir dann quasi auch die anderen Länder stärker angehen. Das Ganze ist dann gleich multilingual. Und darauf haben wir noch gewartet, bevor wir die Skalierung gemacht haben. Und das ist jetzt dieses Jahr 2022, wo wir vor diesem Schritt stehen, um das Ganze so richtig voranzutreiben, inklusive dann den Universal Computing Sachen. Das ist nicht nur Hardware, sondern eben auch Betriebssysteme und andere Sachen und Services und Plattformen. Also ihr könnt gespannt sein, was in nächster Zeit noch kommt. Und damit halte ich meine Klappe und mache einen Doppelpunkt für Q&A. Lieber Carsten, ganz herzlichen Dank. Auch ich habe oft Probleme, meine Klappe schnell zu schließen. Weißt du. Carsten,
Sowas von sympathisch. Nordhessen fordert Cupertino und Korea und wen auch immer da raus mit einem sehr, sehr ambitionierten Ansatz. Ich bin jetzt schon ein Fan von euch. Auch bei uns in der Redaktion, alle wollen irgendwie, ja, wir ernähren uns gesund, wir tun ganz, ganz viel. Wir würden gerne ein Schiff von kaufen, aber es ist das falsche Betriebssystem. Was ist da deine Antwort dazu? Muss ich wegen mir, ich sage mal, der Umwelt wegen, würde ich es ja gerne tun, aber wir hängen halt so in der Medienleute hängen, Martin nicht, Ja, hängen an du diesem denkst. Apfeltelefon. So Ja gut, aber Ja. was mir zum Beispiel, was ich sehr witzig finde, dass es hier Wartelisten gibt für gebrauchte Ja. Telefone. Gibt es das beim iPhone Ja. auch, für gebrauchte iPhones? Also der heiße Scheiß ist Glaube nicht. Shiftphone oder das ist begehrter als jedes Apfeltelefon jemals sein kann. Also, bevor wir aufs nächste Thema springen, ich antworte erstmal deine eine Frage. Finde ich super Frage und die ist total wichtig. Also, wir sind ja der Meinung, Betriebssysteme sollten nicht an Hardware gekoppelt sein. Die sollten optimiert sein darauf, ja. Ich finde es total gut, dass jemand, der seine Hardware baut, auch seine eigene Software macht und andersrum. Das ist sinnvoll, und das, was Apple ja macht. Also sie optimieren ihr eigenes Betriebssystem für die Hardware. Total wichtig, damit das auch richtig gut und rund läuft. Aber wir glauben, wir sind Fans von Freiheit. Wir glauben, es sollte auch immer Freiheit geben. Und es ist auch super wichtig für den Planeten, weil auch wenn es ein goldener Käfig ist, jede Art von Käfig macht Probleme für die Nachhaltigkeit auf, weil es eben in bestimmte Dinge zwingt und nachher dann Dinge schneller obsolet werden oder man Sachen nicht mehr so nutzen kann. Deswegen werden wir bei uns möglichst offen sein mit Betriebssystemen, natürlich auch macOS und iOS gegenüber. Wir sind da komplett offen. Wir haben natürlich auch mit Apple schon gesprochen, auch schon vor ein paar Jahren, als wir ihnen das vorgestellt haben. Die wissen auch, dass es Universal Computing von uns bald gibt und so. Wir konnten sie leider noch nicht dazu bewegen, dass auch macOS und iOS auf unseren Geräten läuft. Das wäre technisch kein Problem. Das könnten wir hinkriegen. Wir glauben, dass es wäre die richtige Richtung. Also wir glauben, Apple trifft da gerade eine Fehlentscheidung. Aber wir zwingen sie natürlich nicht. Alles ist ja hier offen und frei. Könnten wir auch gar nicht, wollen wir auch gar nicht. Sondern wir bleiben offen. Also Apple weiß, sie dürften unsere Hardware, die modularste Hardware der Welt sozusagen nutzen, auch für ihr Betriebssystem, für Leute, weil ich finde es total blöd. Ich liebe auch macOS. Also ich mag das, ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe immer Apple gehabt, bevor ich Shift hatte. Und jetzt bei Betriebssystemen mag ich auch macOS lieber also macOS 10 lieber als Windows. Ja? Ich finde, Windows wird auch besser. Gibt es auch, ja gut, ist auch viel Gewohnheit, ne? Kann man geteilter Meinung sein, es wird alles auch immer besser, aber trotzdem finde ich, sollte man die Freiheit haben. Ich hätte auch total gern macOS, gerade auf den Tablet-Geräten sozusagen. Da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, weil da ist, sage ich mal, Hackintosh auch noch nicht, genau, gibt es auch Möglichkeiten. Aber was wir eben auch machen, ist, wir werden ein eigenes Betriebssystem machen auf Unix-Basis, also Linux. Und das fühlt sich ziemlich an wie macOS. Ich weiß nicht genau, ob man, wenn man das gesehen hat, vielleicht nicht sogar Lust hätte, von macOS mal sich das als Alternative anzuschauen. Unix hört sich an, als willst du. Ja, Linux, du bist das so, ist sympathisch. Ja, also. Ja, das gefällt mir besser wie das Mickey Mouse System aus Cupertino. Aber jetzt nochmal zurück zu Android. Also was mich allerdings wundert, dass ihr erst bei Android 10 seid und Android 12, das Update soll, habe ich gesehen auf der Homepage, erst Ende 2022, Anfang nächsten Jahres kommen. Warum ist das so? Das ist hauptsächlich so wegen Zertifizierung, weil wir natürlich abhängig sind von Google, wenn die Leute zertifizierte Geräte haben wollen. Es hat mit beiden zu tun. Es hat mit den Chip-Herstellern zu tun, also Qualcomm oder MediaTek, je nachdem, was man benutzt. Wir benutzen jetzt bei den neueren Geräten Qualcomm, weil die natürlich in der Wartung und Pflege und auch Unterstützung vom Betriebssystem her besser sind. Das heißt, dort langfristig Dinge zu unterstützen, funktioniert wesentlich besser als bei MediaTek. Die wollen so schnelllebige Produkte machen, die sind günstig vielleicht, aber da ist es wesentlich schwieriger, noch ein Betriebssystem über mehrere Jahre zu updaten. Das geht bei Qualcomm schon mal besser, aber auch bei Qualcomm ist es nicht so ganz einfach. Manche Prozessoren unterstützen sie irgendwann nicht mehr. Das heißt, wir müssen dann die Arbeit von dem Prozessorhersteller machen und müssen dann die jeweilige Android-Version anpassen auf den Prozessor, auch wenn es der Prozessorhersteller nicht mehr macht. Das ist eine Sache. Und das andere ist die Google-Zertifizierung. Wenn ich einen App Store benutzen will und die ganzen Google-Services, muss ich ja Google-zertifiziert sein. Ja. Jede Zertifizierung kostet richtig, richtig Geld und ist mega viel Arbeit. Und wir als kleiner Hersteller
als um mit Google sprechen zu dürfen und einen Direktkontakt zu Google zu haben, braucht man derzeit, glaube ich, über 300.000 neue aktivierte Geräte pro Jahr. Bin ich unter diesen 300.000 neu aktivierten Geräten, darf ich mit Google noch nicht mal sprechen. Das heißt, da muss ich über irgendwelche MADA-Partner oder zertifizierte Partner das machen. Die haben manchmal auch nicht so viel Ahnung, das braucht alles Zeit und deswegen gibt es schon mal ein Zeitdelay. Und das Ganze kostet natürlich auch Geld. Also uns kostet so ein Update, auch ein Sicherheitsupdate. Jedes kleine Sicherheitsupdate kostet uns 10.000 € aufwärts. Man kann auch 20.000, 30.000 für ein gutes Update ausgeben. Wenn ich ein Feature-Update habe von Android, das Android anzupassen aufs Gerät, bin ich vielleicht eher so bei 50.000 bis 100.000 € dabei, um das sozusagen möglich zu machen als Hersteller. Genau, und deswegen nehmen wir nicht unbedingt jedes Feature-Update mit. Die Sicherheitsupdates, ja, die machen wir auch. Die werden nicht immer alle zertifiziert. Das heißt, die Sicherheitspatches sind drin, aber man sieht es vielleicht nicht immer nach außen. Aber, und das geht natürlich mit unserem ShiftOS Lite, also das sage ich nochmal ganz kurz, wir haben das Google-zertifizierte ShiftOS G, das ist unser ShiftOS, was Google zertifiziert ist. Und dann haben wir noch das ShiftOS Lite. Und bei ShiftOS Lite geht natürlich alles einfacher, weil da fällt das weg mit der Zertifizierung. Das ist unser eigenes Betriebssystem ohne Google. Da kann man Google dann Stück für Stück wieder mit reinbringen, wenn man will, gezielt. Aber man muss Google nicht haben und da geht das alles schneller und einfacher. Und da gibt es auch die Updates dann vorher und schneller und früher. Deswegen überspringen wir Android 11 und machen quasi gleich Android 12 oder vielleicht sogar Android 13. Wir sind auch da jetzt dran wegen unserem neuen Phone und gucken, ob wir dann vielleicht schon darauf gehen. Aber das Android 12 wird es auf jeden Fall mindestens geben. Gut, und ShiftOS Lite, laufen da auch Android-Apps dann drauf oder nicht? Weil das ist ja die entscheidende Frage eigentlich, oder? Ja klar, da laufen auch Android-Apps drauf. Die würden Nur drauf laufen. wenn die Android-Apps auf Google-Services bauen, das heißt angenommen, die haben in der App eine Google Map eingebaut als Komponente, dann ist das vielleicht nicht unterstützt zum Beispiel. Ja? Das heißt, aber ansonsten laufen die Apps. Wir haben da auch, natürlich gibt es App-Stores, den Droid Store, andere Stores, wo man dann natürlich auch ganz normale Android-Apps runterlaufen kann. Aber manche Banking-Apps vielleicht sagen dann, du hast ein gejailbreaktes Gerät oder so und machen das dann vielleicht nicht oder so. Aber ich sage mal, über 90% der Android-Apps laufen ohne Probleme sofort. Ja, sind dann einige Apps. Und jetzt, was auch noch das andere ist, die Hardware. Also ich habe gesehen, 5G gibt es in euren Shift-Phones auch noch nicht. Wann werden die mit 5G ausgestattet oder kann ich sogar nachrüsten dann? Das nächste Shift-Phone wird 5G haben, was von uns kommt. Da darf ich aber noch nicht zu viel drüber verraten, aber das wollen wir noch nicht offiziell ankündigen. Also es ist noch nicht offiziell angekündigt, weil wir das noch ein bisschen weiter getrieben haben wollen, bis wir das dann, aber das werden wir euch dann wissen lassen. Bei der nächsten Konferenz. Ja? Genau, es kommt ein 5G-Phone von uns, aber wir wollten jetzt nicht so schnelle Zyklen haben, deswegen wollen wir das 6MQ noch ein bisschen auf dem Markt haben, bis dann das neue kommt. Was habt ihr jetzt eigentlich, was verkauft ihr jetzt da für Stückzahlen? Das wäre vielleicht auch noch interessant, weil du sagst, also ihr seid unter 300.000 für Android, für Google ein kleiner Fisch. Pro Jahr Aktivierung, oder? 300.000 Geräte im Jahr. Genau, das ist die Google, das Limit. Und das war mal früher auf 100.000. Früher gab es gar kein Limit. Dann haben sie irgendwann das Limit eingeführt, dann war es auf 100.000. Zu der Zeit hat es, glaube ich, Fairphone gerade so geschafft, da hinzukommen. Und die hatten dann auch eine direkte Google-Partnerschaft. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch der Fall ist, weil 300.000 schafft auch das Fairphone nicht. Genau, wir sind noch um einiges kleiner. Wir schaffen vielleicht pro Jahr irgendwas zwischen 30.000 und 50.000, aber mehr auch nicht. Aber das ist doch ordentlich. Also, ich sag mal, wenn du anguckst, wie groß die Konkurrenz sein muss, wenn du sagst, Google kann es sich erlauben, nur mit Leuten zu sprechen, die mehr als 300.000 im Jahr aktivieren, ist es doch definitiv, das unterstreicht ja, wie heiß der Markt ist und wie groß der Markt grundsätzlich ist. Und wir hoffen, dass es nach oben geht. Ich sag mal, erlauben ist das eine. Ich glaube, die könnten sich das schon erlauben. Die Frage wäre auch zu gucken, nicht nur auf Aktivierung, sondern zu schauen, wer treibt vielleicht auch einen Markt voran oder ist innovativ und ermöglicht neue Technologien oder hilft auch dem Google-Ökosystem, also dem Android-Ökosystem, weiterzukommen. Ich glaube, ich würde eher so die Entscheidungen machen. Ich finde das nicht so weise, einfach nur, weil so werden jetzt irgendwelche Billig-Phones gepusht, Billigmarken, die nicht daran interessiert sind, irgendwas zu upgraden und die kommen überall rein, nur weil sie irgendwie billig Masse machen und das sind meistens nicht Geräte, die lange halten. Eigentlich war es ja mal der Anspruch von Google, oder? Don't be evil,
Sei nicht böse. Ja, aber da Ja. hat man sich lang, da Aber ist da war man der Typ noch irgendwann aus Holz. ganz Ja. anders abgebogen, sage ich jetzt Ja. mal. Also grundsätzlich ist es eine super sympathische Story und wie gesagt, Nordhessen hat eine geile Idee, hat ein geiles Produkt. Wie ist die Kooperation? Das wollte ich noch kurz fragen, wir sind fast am Ende auch. Redet man jetzt, ich sage mal, mit Fairphone, mit den Holländern, tauscht man sich da aus oder ist es auch, ich sage mal, ihr habt ja beide, du hast ja auch erzählt, wo ihr herkommt, wirklich aus der, ich will nicht sagen Ökobewegung, aber aus der Nachhaltigkeitsszene. Und da kommen die ja auch her. Redet man da miteinander oder ist es auch so, dass irgendwie Apple nicht richtig mit Samsung redet oder etc.? Also wir reden mit allen. Wir sind total offen und wir lieben Zusammenarbeit, wir lieben Dinge zu teilen. Wir sehen da drin großen Mehrwert. Auch gerade Fairphone, weil uns ja viele Dinge verbinden. Also wir haben jetzt zwar keine Investoren und wir wollen alle unsere Gewinne für Nachhaltigkeit verwenden, was jetzt bei Fairphone nicht unbedingt direkt so ist, aber viele, viele andere Dinge verbinden uns total und da haben wir super ähnliche Ziele und wir machen auch Werbung für Fairphone zum Beispiel. Also wenn jetzt jemand sagt, er will ein 5G-Phone, dann sagen wir, hier, guck dir das Fairphone 4 an, ob das nicht eine Alternative für dich wäre. Ja. Und wir reden natürlich auch mit Fairphone. Fairphone kennt uns. Ich kenne natürlich die Eva, ich kenne den Wayne von der Entwicklungsabteilung und wir sind da in Kontakt. Aber es hat bis jetzt leider noch nicht geklappt, dass wir wirklich ein Modell zusammen entwickeln. Wir glauben, das wäre sinnvoll. Wir würden super gern da mit Fairphone teilen, eine Hauptplatine zusammen entwickeln oder uns auf einen Prozessor einigen, ein Betriebssystem. Es gäbe viele Das wollte ich gerade Möglichkeiten, wie sagen. man Das zusammenarbeiten kann. Fairphone hat doch sein eigenes Betriebssystem auch, oder? Ist auch eine Alternative, soweit ich mich erinnere, gegenüber Android? Ja, nee, Fairphone hat auch normales Stock-Android Ja. und die haben aber auch das EOS, lassen die zu, das ist quasi Genau. dasselbe, wie wir mit unserem ShiftOS Lite machen, Mhm. nur halt ein bisschen anders gebrandet. Aber im Prinzip machen wir mit ShiftOS Lite so ziemlich das Gleiche. Wir sind auch da im Gespräch, können mir vorstellen, dass wir auch das EOS noch mit reinnehmen bei uns. Also wir wollen da auch offen sein. Also sobald wir da von denen sehen, dass sie das sich wünschen, geht natürlich auch EOS bei uns. Also es ist kein großes Problem, das da drauf zu bringen. Carsten, Ja. wir sind leider mit der Zeit am Ende. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich habe zum Abschluss noch kurz eine Bitte, dass wir uns wieder treffen. Ja? Und du uns gerne. hoffentlich über den EU-Lounge, da habe ich geschrieben, wann EU-Lounge, was erzählst. Universal Computing kam jetzt auch in der Fragerunde ein bisschen knapp. Da hätten wir Das- auch sehr gern ja. was noch dazu gemacht. Und ich finde auch grundsätzlich so sympathisch, nicht nur euer Nachhaltigkeitsgedanke, sondern wie ihr euch auch präsentiert, wie ihr eure Story verkauft, was da dahinter steckt. Und auch ein Thema, das ich sehr, sehr gerne mal wieder mit dir diskutieren würde, dass ihr eigentlich damit angefangen habt, weil ihr selber Sachen bauen wolltet und heute wegen mir auf Kundenwünsche auch eingeht. Da würde mich zum Beispiel, wenn dir ein Beispiel einfällt, wegen mir von dir hören, was war denn das Verrückteste, was tatsächlich mal als Anfrage bei euch reinkam? Für Kundenwunsch? Es kommen natürlich viele verrückte Sachen, die wir auch nicht machen. Also wir machen nicht alle verrückten Sachen, die kommen. Ja, es gibt total viele verrückte Anfragen, was man machen wollte. Also manche Leute wollen, keine Ahnung, dass man mit dem Smartphone alles Mögliche machen kann, was aber leider dann von der Batterie her gar nicht darstellbar ist. Zum Beispiel, weil man halt diese Leistungen aus der Batterie nicht rausbekommt. Aber viele von den Anfragen sind tatsächlich sinnvoll und die nehmen wir uns dann echt auch ernst und zu Herzen. Genau, und da ist zum Beispiel, dass man auch über Generationen hinweg zum Beispiel Kameras nutzen und wechseln kann. Also dass wir eben auch jetzt zum Beispiel die Batterie generationenübergreifend hinweg machen. Zum Beispiel unsere neue Batterie, das ist jetzt unsere neue Universal-Flachbatterie, die ist in jedem unserem zukünftigen Produkt drin. Zum Beispiel die Tastatur, von der ich hier gesprochen hatte. Also diese Tastatur, die hat hier genau die Batterien drin, die auch in meinem Shift-Phone drin sind. Das heißt, ich habe auch gleichzeitig einen Multicharger in meiner Tastatur, kann die aufladen und dann in mein Phone stecken, kann das aber auch als Powerbank benutzen, das Keyboard und als Hub und so weiter. Also es hat sehr viele Funktionen. Wir versuchen das halt miteinander zu verbinden und das, was halt an Ideen kommt, auch wirklich mit umzusetzen. Sehr gut. Das macht Also total Spaß. Kundenwunsch, um zurückzukommen von dem, was ich am Anfang gesagt habe. Mein Kundenwunsch wäre Shift-Phone und iOS irgendwie Cupertino meets Nordhessen. Das fände ich richtig gut. Und deine Präsentation war auch mega. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Das, wir ganz machen- kurz noch, das Gerne. finde ich total wichtig, weil das mit Apple, wenn irgendjemand von euch da noch Kontakte hat und Apple überzeugen kann. Wir sind voll dabei. Wir arbeiten dran. Und das ist, Ja. genau, das ist hauptsächlich Ja, ist ja Apples noch harte Entscheidung. Wir werden definitiv uns darum kümmern,
dass iOS und macOS laufen, wenn da grünes Licht von Apple kommt. Gerne. Okay. Die Entscheidung habt ihr schon von uns. Carsten, herzlichen Dank. Ja? Bis dann, ciao. Super.